kleinste Stadt Deutschlands. Und klein heißt wirklich klein. Die haben, glaube ich, nur 300 Einwohner und der ganze Ort, die ganze Stadt besteht eigentlich aus einer großen Hauptstraße, der sogenannten Lange Straße. Aber ist sehr hübsch hier. Also wir verlassen nach 2 Nächten den Hafen in Arnis und wir waren im Wassersport WSG-Hafen. Ist da drüben, total idyllisch gelegen im kleinen Noor. War ein toller Hafen, netter Hafenmeister, nette Leute, haben uns auch nochmal geholfen bei Problemen, die wir hatten. Wir hatten ja ein Problem, dass die Rollanlagen eben, haben wir schon ein paar Mal gesagt, nicht richtig gut gelaufen sind. Am Ende war es so, dass der Schlitten unter Last blockiert hatte. Und den haben wir jetzt gefettet und jetzt soll es eigentlich wieder laufen. Jetzt verlassen wir Arnis, weil die Lindaunis-Brücke im Süden der Schlei, weil die jetzt eben 2 Öffnungszeiten hat, die ist ja im Reparaturbetrieb und da wollen wir eine von diesen Öffnungszeiten erwischen, damit wir den südlichen Teil der Schlei befahren können. Wettertechnisch sieht es im Moment zwar nicht so aus, aber es soll die nächsten Stunden aufziehen und 2, 3 schöne richtige Sommer- oder Frühsommertage geben. Und im Süden der Schlei interessiert uns natürlich die kleine Insel Holm und natürlich die Noors, die es noch gibt, die Ankerplätze und am Ende natürlich Heiterbo und Schleswig, wo wir uns die nächsten 2, 3 Tage aufhalten wollen. Genau, jetzt fahren wir raus. Und was wir da hinten jetzt so einmal sehen, ist die Seilfähre. Und das ist eine Fähre, die sich halt an einem Stützseil oder an einem Seil, an dem sie sich dann entlanghangeln kann, einmal noch über die Stelle der Schlei jetzt hier geht, oder eine dünnen Schleistellen. Und hier ist halt auch, muss man aufpassen, dass man eben nicht über das Seil fährt. Also nur dann fahren, wenn die Fähre ganz am rechten oder am linken Flussende ist, dass man da nicht das Seil mit dem Kiel aufgabelt. Was sagt das Signal? Also, das Signal sagt, dass wir durchfahren dürfen, aber wir müssen wegen dieser gelben oder weißen Licht müssen wir noch auf Gegenverkehr achten. Das heißt, sieht man ja auch ganz schön, da hinten fahren die ziemlich für in unsere Gegenrichtung und deswegen müssen wir jetzt halt aufpassen, dass wir den nicht reinfahren. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside, and there's no need to hide. I'm going all the way up, I'm going all the way up.
So, also wir sind jetzt vor Holm. Das ist hier eine kleine Insel auf der Schlei. Und die darf man aber auch nicht betreten. Ziemlich sicher, weil da so viele Wasservögel rumhängen. Und da versuchen wir jetzt hier ein bisschen südlich von Holm zu ankern. Und dann machen wir erstmal lecker Feschbar. Ja. Jetzt kommen wir. Wir haben jetzt wunderschön geankert vor Holm und jetzt fahren wir noch die ungefähr 7 Seemeilen weiter runter nach Schleswig. Dort wollen wir dann nochmal ankern und uns Holm, das ist die alte Fischersiedlung, und die Altstadt noch am Abend anschauen. Und vielleicht finden wir noch was Leckeres zu essen. Vorbei am Misunder Nor und jetzt kommt dann gleich die Misunder Enge. Genau. Und warum fahren wir nochmal unter Motor? Weil es dort ziemlich eng ist. Es kommt auch noch mal eine Seilfähre und dann fahren wir in die große Breite ein und dort wollen wir dann nochmal die Segel setzen. Genau, und abgesehen davon kommt der Wind direkt von vorne. Und mit Kreuzen in der Misunder Enge nicht so. Für uns zumindest, für die Locals nicht so schlimm. Beim Erreichen der großen Breite hatten wir nochmal die Möglichkeit, unsere ganzen Segel rauszuziehen und noch einmal wirklich tolles Segeln auf den letzten Metern in Richtung Schleswig zu erleben. Auf den letzten Metern nach Schleswig passierten wir dann noch die Stecksweger Enge. Wir fahren jetzt nach Schleswig und schauen uns das Ding an. Die Stadt. Sofort. Ja, wir ankern da draußen vor der Stadt und fahren jetzt mit dem hier rein. Gucken uns die Altstadt und vor allem die Holm an. Das ist der Fischerstadtteil, der alte.
Dann haben wir die Altstadt von Schleswig besucht und haben uns Sehenswürdigkeiten angeguckt, so wie zum Beispiel den Schleswiger Dom und die Altstadt drumherum. In Schleswig gibt es viele imposante Gebäude, die ziemlich unberührt sind und man kann auch diesen historischen, altertümlichen Flair miterleben. Danach ging es für uns in den Stadtteil Holm, was auf Dänisch so viel heißt wie kleine Insel. Die Holm besteht aus mehreren kleinen Fischerhäuschen, die rund um einen Friedhof gebaut sind. Die Holm ist so ungefähr im Jahr 1000 entstanden und ist bis heute sehr gut erhalten. Die kleinen verschiedenen Häuschen in ihrer Farbenpracht sind auf jeden Fall ein Besuch wert. Gut. In welche Richtung geht's? So da wieder. Holland. Okay. Voll Haus. Knippel! Knippel habe ich übrigens auch mit. Das war's dann auch für dieses Mal. In der nächsten Folge geht's weiter, indem wir einmal die ganze Schlei wieder hochfahren und vor der Lindaunersbrücke warten dürfen. Und dann die letzte Nacht vor unserer großen Überfahrt wieder zurück nach Heiligenhafen in Marsholm verbringen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und um keine neuen Folgen von uns zu verpassen, bitte einmal in der Mitte abonnieren.